Das legendäre Bernsteinzimmer auf Wrack in der Ostsee? Puzzleteil zur Lösung eines jahrzehntelangen Rätsels, um einen verlorenen Schatz zu liefern. Es geht um das mysteriöse wie faszinierende Bernsteinzimmer. Die Hinweise sind so stark, dass die Behörden den Meeresgrund absuchen ließen. Das Ergebnis der Tauchroboter ist so vielversprechend, dass eine Genehmigung für eine Tauchexpedition erteilt wurde. Ist das Rätsel Bernsteinzimmer nach fast 80 Jahren gelöst? Historiker, Forscher, Schatzsucher und Abenteurer spekulieren seit über einem halben Jahrhundert über den Verbleib des legendären Nazischatzes. Eine Expeditionsgruppe brach kürzlich auf, um zu einem Wrack in der Ostsee zu tauchen. Auf dem Wrack fanden sie vielversprechendes. In 88 Metern Tiefe fand das 13-köpfige Taucherteam Fahrzeuge der Wehrmacht, Ersatzteile, Porzellan und viele große Kisten, aber auch die sterblichen Überreste von über 1000 Menschen. Sollte hier das Bernsteinzimmer in einem Wrack, dessen Ladung teilweise unter 2 Metern Ostseeschlamm begraben ist, verborgen sein? Das Bernsteinzimmer verschwindet in den Wirren des Zweiten Weltkrieges 1945 spurlos. Es gab schon länger Theorien, dass es sich auf einem versunkenen Schiff befindet. Die Menschen, die es zuletzt gesehen haben, schweigen oder logen. So auch der Gauleiter Erich Koch. Doch gab er vertraulich und nur mit der Garantie eines Richters, dass diese Informationen nie an die Öffentlichkeit geraten, zu, dass das Bernsteinzimmer mit seinem Privatschatz aus Königsberg entkam. Danke, ich genügt. Herr Richter, wann wollen Sie verstehen Deutsch? Ja. Ich wiederhole das, was der Herr gesagt hat. Bitte? Ich bin bereit zu sprechen, ja, wenn Sie persönlich, ja, die Garantie übernehmen, ja, dass das, was ich sage, ja, nicht in die Öffentlichkeit, vor allen Dingen nicht im Fernsehen, aber auch das deutsche Fernsehen oder andere die Möglichkeit haben, das, was ich sage. Allerdings hat Koch, immer wieder Gedächtnisschwächen simulierend, im Gefängnis noch etwas anderes ausgesagt. Wo ihr meine persönliche Kunstsammlung findet, dort ist auch das Bernsteinzimmer. Das sagenumwobene Bernsteinzimmer. Dieser Prachtraum wird auch als 8. Weltwunder bezeichnet. Es wurde im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten aus dem Katharinenpalast bei St. Petersburg demontiert, in Kisten verpackt und nach Königsberg verbracht. Ein Offizier der Wehrmacht, der das Bernsteinzimmer bei Eroberung betrachtete, erinnert sich. Es war schon ziemlich viel abgerissen von den Wänden, sodass also auch die Spiegel zum Vorschein kamen. Und es kamen die auf Elfenbein gemalten Gemälde auch zum Vorschein. Und 2 Unteroffiziere habe ich davon jagen müssen, weil sie mit ihren Seitengewehren versucht haben, dort Souvenirs herauszuholen. In Königsberg wird das Bernsteinzimmer an Dr. Alfred Rode, Kunsthistoriker und Bernsteinkenner, übergeben. Unter seiner Leitung wird das Bernsteinzimmer im Schloss von Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, aufgebaut und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Als der Krieg näher kam, ließ Rode das Bernsteinzimmer demontieren, in Kisten verpacken und in die Gewölbe des Schlosses verbringen, wo es sicher vor alliierten Bombenangriffen war. Sein Sohn bestätigte das. Mein Vater hat mir dabei dann erklärt, dass Gott sei Dank die Kunstgegenstände und auch das Bernsteinzimmer rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden. Sie sind in die Kellergewölbe des Schlosses eingelagert worden. Als Königsberg zum Ziel der alliierten Bomberstaffeln wurde und ein Angriff unter Leitung des englischen Oberbefehlshabers der Royal Air Force, Arthur Harris, erfolgte, wurde Königsberg fast vollständig zerstört. Viele Zivilisten verloren ihr Leben und auch das Schloss wurde vollständig zerstört. Fast 500 Tonnen Bomben, darunter neu entwickelte Brandkörper, werden über Königsberg abgeladen. 1000 Jahre Stadtgeschichte gehen in nur einer Nacht in Flammen auf. Bei diesem Angriff soll das Bernsteinzimmer vollständig verbrannt sein. So wollen Zeugen honigartige Masse in den Kellern mit eigenen Augen gesehen haben. Doch sind die Hinterlassenschaften vom verbrannten Bernstein nicht honigartig. Übrig bleibt keine honigartige Masse, sondern ein schwarz-grünliches Destillat, für chemische Laien kaum identifizierbar. Sollte das Bernsteinzimmer hier dem Flammen zum Opfer gefallen und somit dieser Schatz der Menschheit unwiderruflich verloren sein? Nein, denn man fand weder unbrennbare Gegenstände wie Metallumrahmungen noch wirkliche Indizien dafür. Auch Rode selber bestätigte schriftlich, dass das Bernsteinzimmer bis auf wenige Teile den verheerenden Bombenangriff überstanden hat. Im September schreibt Museumsdirektor Rode schwarz auf weiß:
dass das Bernsteinzimmer bis auf 6 Sockelplatten unversehrt geblieben ist. Dr. Rode und ich, wir waren einfach noch im Schloss und sahen uns den Schaden so an. Es war ja alles zerstört. Und bei dieser Gelegenheit sagte Dr. Rode nochmal zu mir so nebenbei, kann man sagen, Gott sei Dank, das Bernsteinzimmer ist ja erhalten geblieben. Das Bernsteinzimmer hat den Weg aus Königsberg gefunden. Es sollte tiefer in das Reich an einem sicheren Ort verlagert werden. So Zeugenaussagen und Unterlagen, die bei Rode gefunden und von den Sowjets beschlagnahmt wurden. Das Bernsteinzimmer war einzigartig. Es konnte kein zweites geben. Auf der ganzen Welt ist nichts Ähnliches geschaffen worden. Die Deutschen haben sicherlich alles getan, um es in den Westen zu bringen. Es befindet sich dort irgendwo, davon bin ich überzeugt. Doch als Mitglieder seiner Trophäenkommission im Königsberger Schloss nach dem Bernsteinzimmer suchen, finden sie nur noch Ramsch und ein paar Bilder. Bei dieser Meinung bleibt der Wissenschaftler. 1955 fasst Brjusow seine Untersuchungsergebnisse noch einmal zusammen. Nach eingehender Beratung mit Experten hält er als Ergebnis fest: Ich glaube, dass das Bernsteinzimmer nicht verloren ist. Jetzt verliert sich die Spur, vorerst. Es gibt Augenzeugen, die die Kisten mit dem Bernsteinzimmer zuletzt im Hof des Königsberger Schlosses gesehen haben wollen, fertig zum Abtransport. Und die Leute, die beteiligt waren, sind in russische Gefangenschaft gekommen. Die sind also auf dem Rückweg von der Küste nach Königsberg aufgegriffen worden von einer sowjetischen Einheit und mitgenommen worden nach Russland. Und einer davon ist wiedergekommen. Und der hat es Ihnen erzählt? Jetzt erst kürzlich, bevor er starb. Ein weiterer Beweis ist der Fall Wilhelm Achtermann. Er besaß ein Mosaik des Bernsteinzimmers. Dieser Fall beschäftigte die deutschen Behörden. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte das Bild und stellte eindeutig fest, dass es das originale Mosaik des legendären Bernsteinzimmers war. Es besteht kein Zweifel. Das Bernsteinzimmer hat den Krieg überdauert. Oder hat jemand Teile aus den Kisten gestohlen? Wenn ja, dann war dieser Mensch Teil der Verlagerung des Bernsteinzimmers. Die Journalisten filmen mit. Das Fundstück, eines der 4 florentinischen Mosaike aus dem Bernsteinzimmer. Ein echtes Stück. Original und Kopie, jetzt im rekonstruierten Bernsteinzimmer. Und dann taucht auch noch eine Empire-Kommode auf, ebenfalls aus dem Katharinenpalast. Woher kommt das alles? Weisen diese Stücke den Weg zum Original? Hat jemand das Bernsteinzimmer also doch gefunden? Prüfen wir, ob es aus Königsberg hätte evakuiert werden können. Für 6 Wochen gelingt es der Wehrmacht, den Weg zur Ostseeküste freizukämpfen. Ein schmaler Korridor, der einzige Fluchtweg nach Westen. Munition nach Königsberg, Flüchtlinge von Königsberg nach Pillau. Immer 5 bis 6 Stunden. Und das haben wir nach Wochen gemacht. Über diesen Fluchtweg hätte auch das Bernsteinzimmer Königsberg verlassen können. Weitere Zeugen haben gesehen, wie SS und Gestapo große hölzerne Kisten in Gotenhafen, Danzig abluden und auf Schiffe verladen haben. Frühen Morgen, es war ja noch sehr dunkel, kamen also einige LKWs vorgefahren mit Kisten, die also ausgeladen und an Bord gebracht wurden. Wir wussten nicht, was in diesen Kisten war. Es gab also sehr viele Vermutungen, ob das noch Lehrmaterial ist oder ob das Lebensmittel sind oder ob es möglicherweise das Bernsteinzimmer ist. Es soll eine Verwirrungstaktik der Nationalsozialisten gewesen sein, da man wusste, dass Spione sich in Danzig aufhielten. Auch auf welches Schiff das Bernsteinzimmer gut verpackt in 27 Kisten verladen wurde, ist unklar. Ob es überhaupt in Danzig ankam oder bereits in Königsberg auf ein Schiff geladen wurde, ist ebenfalls unklar. Dennoch könnten die Kisten den Weg über die Ostsee gefunden haben, wie viele andere bedeutende Kunstwerke auch. Auch sollte es mittels U-Booten auf hoher See umgeladen werden. Bleibt die Frage, ob es vor der Versenkung des Schiffes auf ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine geladen wurde oder in den eisigen Fluten in der Ostsee verschwand. Die Indizien, dass es auf ein Schiff verladen wurde, liegen vor. April 1945. Die Schiffe machen sich auf den Weg. Im Rahmen der Operation Hannibal. Voll besetzt mit Zivilisten, zumeist Kinder, Frauen und Alte, die vor der Roten Armee flohen, da bekannt war, wie die Sowjets mit deutschen Zivilisten umgingen. Viele wurden brutal gefoltert und ermordet, Frauen und Mädchen vergewaltigt. Doch die Sowjets lauerten schon mit U-Booten und Flugzeugen auf See und warteten auf die deutschen Schiffe. Obwohl durch Spione bekannt war, dass sich vor allem Zivilisten auf den Schiffen befanden, sollten die U-Boote alle Schiffe versenken. Eine der größten Tragödien der Menschheitsgeschichte mit über 40.000 Toten stand kurz bevor. Erst im Jahre 2020 ergab sich eine neue heiße Spur durch den Fund des Frachtschiffes Karlsruhe.
Die Karlsruhe hatte neben fast 1100 Flüchtlingen auch rund 360 Tonnen Fracht an Bord. Am 13. April 1945 wurde das Flüchtlingsschiff von sowjetischen Flugzeugen mit Bomben, Bordgeschützen und Torpedos angegriffen und vernichtet. Es überlebten nur ca. 150 Menschen. Der Rest der über 1000 Flüchtlinge starb in den eisigen Fluten der Ostsee. Die Karlsruhe brach von einem Vorhafen von Königsberg auf und nahm an der Operation Hannibal teil. Sollte auf diesem Schiff das Bernsteinzimmer unter der Fracht gewesen sein? Das wollte eine internationale Tauchergruppe herausfinden. Im Jahre 2021 machte sich das Expeditionsteam auf ihre 1,5-monatige Expedition zum Wrack der Karlsruhe. Ziemlich intakt am Boden der Ostsee scheint der Fund zu liegen. Polnische Taucher haben bekannt gegeben, ein deutsches Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg aufgespürt zu haben und damit vielleicht ein Puzzleteil zur Lösung eines jahrzehntelangen Rätsels um einen verlorenen Schatz zu liefern. Es geht um das mysteriöse wie faszinierende Bernsteinzimmer. Das Wrack liegt in 88 Metern Tiefe. Zuvor wurde durch Tauchroboter verifiziert, dass es sich tatsächlich um die Karlsruhe handelt, die dort gefunden wurde. Anhand der Aufbauten, der Schornsteine und der Schraube gelang es, das Schiff als Karlsruhe zu verifizieren. Die Männer tauchen zu dem Wrack. Diesmal waren die Frachträume ihr Ziel. Sie mussten in das Innere des Wracks vorstoßen. Eine gefährliche Arbeit in der dunklen, kalten Tiefe. Der Expeditionsleiter Thomas Stachura gab bekannt, dass sein Team 25 Kisten untersuchen konnte. In den Kisten befanden sich aber nur Ersatzteile und Werkzeuge. Die Taucher fanden auch einige Fahrzeuge der Wehrmacht, Geschirr aus der 1763 gegründeten Königlichen Porzellanmanufaktur Berlin und Ordner mit Dokumenten. Sogar ein Rahmen eines bereits verrotteten Kunstgemäldes entdeckten die Taucher. Das ist ein Beweis, dass die Karlsruhe auch Kunstgüter geladen hatte. Soll tatsächlich das Bernsteinzimmer hier verborgen sein? Es spricht zumindest einiges dafür. Zudem machten die Taucher auch traurige Funde. So wurden Knochen von über 1000 Todesopfern auf und im Umfeld der Karlsruhe gefunden. Die Taucher würdigten die Toten vor dem Tauchgang mit Blumen, die sie ins Meer an der Versenkungsstelle warfen. Doch gab es noch weitere unzählige Kisten, die sich bis zu 2 Metern tief in Schlamm der Ostsee befinden. Stachura bekräftigte, dass sich genau in diesen Kisten das legendäre Bernsteinzimmer befinden könnte. Doch die Bergung der restlichen Fracht ist aufwendig und teuer. So wird die Aktion auf 500.000 Euro geschätzt. Doch das Geld fehlt den Wissenschaftlern und auch die polnischen Behörden erlauben die weitere Untersuchung nicht, da das Wrack der Karlsruhe eine Grabstätte ist. Ob es eine weitere Untersuchung geben wird, ist unklar, da das Wrack aufgebrochen werden müsste, um weitere Kisten zu bergen. Die Behörden haben bis jetzt keine weitere Genehmigung erteilt, offiziell zumindest. Somit bleibt das Rätsel um den Verbleib des Bernsteinzimmers weiterhin ungelöst. Ob es sich wirklich auf der Karlsruhe befand oder doch den Weg tiefer in das Reich fand und dann sicher verlagert wurde, ist unklar. Somit geht die Suche nach dem größten Kunstschatz der Menschheitsgeschichte weiter. Dieser Film ist allen Opfern der Karlsruhe, allen Opfern, die durch die Torpedierungen ihrer Schiffe im kalten Wasser der Ostsee ihr Leben verloren, allen 14 Millionen Deutschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und allen Opfern aller Nationen dieses schlimmen Krieges gewidmet. Dass die über 40.000 Todesopfer, meist kleine Kinder, Mädchen, Frauen und Alte, dieser schlimmen Torpedierung in der heutigen Gesellschaft keine Beachtung findet, ist beschämend. Dass selbst zum Jahrestag dieser Tragödie keine öffentliche Andacht in der Politik sowie der Gesellschaft gehalten wird, ist einer Erinnerungskultur nicht würdig. Diese Menschen verloren auch in diesem Krieg ihr Leben. Nur weil sie der falschen Nation angehörten, will man sie und ihr schreckliches Schicksal einfach verdrängen und vergessen. Dass unsere Geschichte mittlerweile verblasst oder verblasst wird, zeigt einmal mehr die Entscheidung der Staatsministerin für Kultur Claudia Roth. Frau Roth, Bündnis 90 Die Grünen, strich kurzerhand das Wort Deutsch aus dem Namen Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Somit wird die Vertreibung von 14 Millionen Menschen und somit die größte Vertreibung Europas gezielt verdrängt und vergessen. Viel Kritik erntete diese Entscheidung in der Politik und Gesellschaft. Dieser Film versteht sich als Antikriegsfilm. In Zeiten, wo der Krieg wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, wo Spitzenpolitiker von einer Kriegstüchtigkeit öffentlich sprechen und Generäle der Bundeswehr öffentlich sagen, dass wir längst nicht mehr im Frieden leben, ist es umso wichtiger, Kriege mit allen Mitteln zu verhindern. Wenn Krieg ausbricht, werden sich solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit und nicht zuletzt gegen unschuldige Menschen, Kinder und Alte wiederholen. Wenn die Diplomatie versagt, kommen Männer, Söhne, Brüder, Großväter, Väter und Freunde in Särgen nach Hause.
Niemand, der bei Verstand ist, zieht den Krieg dem Frieden vor. Denn in diesem begraben die Söhne ihre Väter, in jenem die Väter ihre Söhne. Herodot, griechischer Historiker und Geograph.